Hallo, willkommen zurück zu Monas Cake Paradise. In der 10. und vorerst letzten Folge möchte ich gerne etwas Aufwendigeres mit euch zusammenbacken. Und daher gibt es einen Schokoladenkuchen in Form eines Flügels. Und am Klavier gibt es von Debussy den Golliwog's Cakewalk. Ich bin Mona Aska, ich bin Pianistin und in meiner Freizeit liebe ich es zu backen. Für den Schokoladenkuchen brauchen wir Zartbitterschokolade, Butter, Zucker, Backpulver und Kakaopulver, Eier, Mehl und später für die Dekoration brauchen wir Zartbitterschokolade, weiße Schokolade und noch ein bisschen extra Zartbitterschokolade und verschiedene Beeren. Als erstes nehmen wir einen Backring und kleiden ihn mit Backpapier aus. Oh mein Gott! Und zum Schluss mischen wir die Schokobutter unter und lassen es ungefähr noch mal eine halbe Minute vermischen. Schokolade. Und schon können wir den Teig in die Form füllen. Jetzt kommt der für ungefähr 65 Minuten in den Ofen. Da es die letzte Folge unserer Monas Cake Paradise Reise ist, wollte ich gerne den Kuchen in das Klavier mit einbringen. Und daher machen wir einen saftigen Schokoladenkuchen in Form eines Flügels. Ich habe mir aus Pappe einen Klavierdeckel ausgeschnitten und den benutze ich dann sozusagen als Schablone, damit ich das dann auch so ausschneiden kann. Ich schneide ein bisschen über die Schablone noch hinaus, weil das dann der Part der Tastatur ist. Oh, hört ihr, wie saftig das ist? Jetzt schneiden wir ca. 1,5 cm entlang der Schablone von oben runter. Und dann an der Seite schneidet ihr wieder ungefähr zur gleichen Höhe rein. Für den Deckel temperieren wir jetzt die Schokolade. Für das Temperieren der Schokolade schmelzen wir 2/3 der Schokolade über ein Wasserbad. Das kann dauern. Und wichtig ist, dass da kein Wasser hineinkommt, weil sonst kann man die Schokolade wegschmeißen. Die wird dann nämlich hart und grisselig und dann kann man sie nicht mehr verarbeiten. Dann nehmen wir es vom Wasserbad runter und fügen die restlichen Drittel hinein. Jetzt lege ich diese Schablone unter einem Backpapier, damit wir genau die Form haben. Fülle die Schokolade in einen Spritzbeutel um. Dann schneide ich die Spitze ganz fein ab und zeichne jetzt mit der Schokolade die Umrandung und dann fülle ich sie mit der Schokolade auch. Jetzt kommt das in den Kühlschrank, bis es hart wird. Im Kuchen ist ja schon das Thema Klavier mit drinnen und daher wollte ich auch umgekehrt den Kuchen mit ins Klavier einbringen. Zwar hat Golliwog's Cakewalk von Debussy nichts mit dem Kuchen zu tun, aber dennoch, weil das Wort Cake mit drinnen ist, wollte ich gerne für euch das Stück spielen. Jetzt ist nur wichtig, dass ihr die Seite, wo ihr mit dem Stift geschrieben habt, dass ihr es nach hinten tut, weil sonst färbt sich der Stift auf die Schokolade ab. Die Tastatur muss jetzt auch in den Kühlschrank, bis sie hart wird. Wenn die Tastatur abgekühlt ist,
ziehen wir sie vom Backpapier ab und legen sie dann hier drauf. Und jetzt garniere ich den Innenteil mit Obst. Jetzt schnitzen wir aus den restlichen Teigstücken diesen Deckelhalter. Dann nehme ich einen Zahnstocher und befestige es so ein bisschen, damit es ein bisschen stabiler wird. Und sozusagen als Kleber spritze ich jetzt noch ein bisschen Schokolade auf. Für ein bisschen Glamour kommt ein bisschen Gold drauf. Das ist er nun, mein Klavierschokoladenkuchen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart über 10 Folgen bei Monas Cake Paradise bei Sweet Spot, dem Junge Magazin vom WR Klassik. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und bis dahin alles Gute. Tschüss!